Ja, hallo Freunde von Sibi Likes Trains, hier ist er wieder, euer Sibi mit einem nächsten kleinen Zwischenupdate, würde ich es mal nennen. Ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, es geht weiter mit Schottern und geht weiter mit Bahnhofshallen. Bahnhofshalle gibt es nicht mehr, dafür werden die Bahnsteige überdacht, 65 cm lang, alle 3 Bahnsteige. Auch der kleine vorne, der schmalere, kriegt ein schönes Dächelchen. Aber das seht ihr im nächsten Video. Hier geht es erstmal nur mal um Stand der Dinge, was ich noch gemacht habe in der Zwischenzeit. Und das würde ich euch gerne zeigen. Und ja, wir sehen uns kurz nach dem Video nochmal. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß. So, was ich noch kurz zeigen wollte, ist, ich bin bei meinem letzten Video darauf angesprochen worden, ich habe nach dem Versiegeln der Bahnhofstege gar nicht mehr gezeigt, wie das aussieht. Ja, das werde ich doch jetzt mal kurz nachholen. Und das fachmännische Auge sieht auch schon mal hier einen Zaun. Oh, das ist aber jetzt unscharf, meine Lieben. So, einen Zaun, damit der keiner mehr runterfällt. Ja, den habe ich jetzt hier so lang gemacht. Bis da hinten rüber. Da hinten an das Mittelteil, was ihr ja da seht, da kommt ja das Bahnwärterhäuschen, beziehungsweise, ja, nicht Bahnwärterhäuschen, hier das Stellwerk. Ne? Stellwerk nennt man es. Da auf der rechten Seite, da kommt noch ein kurzes Stück Zaun hin und dass das dann im Prinzip genauso aussieht wie hier vorne. So, ihr seht, da ist noch ein Stückchen und hier vorne ist noch ein Stückchen. Das sind ja immer so kleine Enden. Ja, also wenn da einer drauflaufen will, dann der läuft auch da drauf. Das ist ganz klar, genau wie hier auch. Hier habe ich schon mal wieder ein bisschen Erde rübergelegt. Da fehlt jetzt noch das Grün. Das will ich dann so machen, dass man auch den Spalt da nicht mehr sieht. Ja, das wird schon noch kommen. Das passiert schon noch. Aber das ist jetzt erstmal so, sehen die Bahnsteige aus. Also matt, wirklich matt. Und ja, und die weißen Striche sind schön versiegelt, damit die nicht dreckig werden oder wie auch immer. Aber gut, das muss man jetzt dann einfach mal mit der Zeit abwarten. Ne? Ich habe ja noch ein paar Meter da. So, jetzt machen wir hier mal die Zaunelemente dran. Das sind diese hier. Die habe ich mir ausgesucht. Kann man das sehen? Komm, stell scharf. Komm, stell schon scharf hier. Zack, da ist er scharf. Ja, das sind diese Fabrik-Zäune von Vollmer. Die finde ich ganz toll. Die passen auch ganz gut dahin. Das ist ein vernünftiges Geländer. Ich habe mir hier so 3, 4 verschiedene geholt gehabt, aber das war nicht so wirklich, das war zu dünn, das war nicht wirklich realistisch. Und ich finde halt einfach gerade da, wo man fallen kann, sollten vernünftige Geländer. Safety first. So, dann machen wir jetzt mal. Dann setze ich die einfach drauf mit meinen zittrigen Händen. So, dass das alles ganz gut passt. So, das ist jetzt da ein bisschen nach innen. Da noch ein bisschen nach. Das sieht gut aus. Kurz noch mal ein bisschen gerichtet. Die Dinger auch gerade stehen. Ihr seht, hier ist dann noch alles umgeschottert bis hier vorne hin. Bis hier. Weichen werde ich nicht schottern, da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich Angst, dass die mir verkleben oder was weiß ich was. Mal sehen, vielleicht irgendwann mal mit der Zeit, aber jetzt am Anfang erstmal noch nicht. Da steht schon eine Schotterhilfe parat. Und ja, Fakt ist, ich werde bis da hinten mal, bis zum Tunnel werde ich mal schottern. Ich habe jetzt auch die Schwellen schon alle drin und ja, ich kann jetzt hier so ein bisschen Gas geben. Es sind ein paar Meter zu machen. Ich weiß nicht, das dürften ungefähr so fast 10 Meter Schotter länger sein. Ja, würde ich mal so sagen. Dann fangen wir mal an. So, ihr seht jetzt den Unterschied. Links geschottert, rechts nicht. Also macht schon was her. Jetzt ist es allerdings so, dass das ja noch nicht geklebt ist. Das heißt, der wird ja noch was dunkler. Ihr seht jetzt den Unterschied hier. Da vorne das Stück ist noch nicht geklebt. Und da sieht man den Unterschied eigentlich ganz, ganz gut. Das ist noch Neues und Altes. Also der wird schon noch ein bisschen dunkler. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, Freunde von Sibi Likes Trains. Ihr habt ja jetzt gesehen,
dass ich hier geschottert habe. Jetzt ist das Ganze natürlich noch schön nicht verklebt. Was nehme ich zum Verkleben? Ich nehme tatsächlich von TUM den B1-Kleber, den billigen. Hat den Hintergrund. Ich habe auch den der Dennis mal gezeigt hat. Das ist hier der Neem Super Tiefengrund. Der ist richtig geil. Nur hat der einen Nachteil. Ich zeige euch mal gerade das Ganze mit Tiefengrund, mit dem billigeren Tiefengrund. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, so sieht man es. Das hält bombenfest, perfekt. Und das ist, seht ihr links und rechts von dem geschotterten, also im Prinzip das hier. Der versiegelt das komplett und das glänzt so ein bisschen. Und das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Und deswegen habe ich mich dann für den etwas billigeren von TUM entschieden. Also ich sag mal hier von MEM, der kostet für 5 Quadratmeter 1 Liter, der kostet irgendwie 15, 14 Euro oder so. Und der B1 Tiefengrund 5 Liter, der kostet 19 Euro. Also von daher ist das jetzt nicht so das Ding. So, was mache ich? Ich habe mir hier eine Pipette geholt, ne, kann man sehen. Zewa, Tiefengrund und Spüliwasser. Mit dem Spüliwasser gehe ich jetzt erstmal so grob darüber und mache das ein bisschen nass. Ich versuche, so wenig wie möglich Weichen nass zu machen. Deswegen feuere ich da auch nicht volle Pulle drauf, sondern mache einfach mal so ein bisschen, dass es regnet. Dass es so ein bisschen nass ist. Ja, ich will das so ein bisschen schützen. Dass es so ein bisschen nass ist. Und dann verläuft auch der Tiefengrund viel besser. Aber das denke ich mal, das hat man ja schon mal mitgekriegt, gehört. Und dass es so besser verläuft, sagen wir mal so. So. Ich versuche halt eben nicht so viel Weiche, ne? Und so, habt ihr mitgekriegt. Gelingt mir aber auch nicht immer. Also von daher gibt es auch nasse Weichen bei mir. Okay. So, und dann pumpe ich mir einfach hier den Tiefengrund ab. Und dann geht es zur Sache. Und so sieht es jetzt nass aus. Und jetzt seht ihr gleich den Unterschied zum Trocknen. Also bis hier hinten habe ich jetzt geschottert. Und da ist halt eben noch der Trockner. Und das lasse ich jetzt erstmal bis morgen trocknen, sauge das ein bisschen ab. Weil das ist ja teilweise, seht ihr, ein bisschen viel zu viel, dicke Huppen. Ja, und dann gehe ich dann hinten rum und schottere bis da vorne zu dieser Weiche, also quasi bis hier vorne hin. Vielleicht noch hier ganz runter, je nachdem wie es funktioniert, wie es läuft. Schauen wir mal. Aber erstmal soll ja der Bahnhof geschottert sein. Das sieht auch alles ganz gut aus, das gefällt mir richtig gut. Und so ist halt der Unterschied vom getrockneten, hier vom nassen zum getrockneten. Was ihr jetzt seht, ich habe jetzt hier nochmal, ihr seht, der Bahnhof wird ein bisschen beschwert, den habe ich jetzt an 2 Punkten geklebt, so wie er dann stehen soll. Dann habe ich da vorne auch nochmal an den Kanten ein bisschen Schotter reingetan am Bahnsteig. So sieht das schon ganz gut aus. Dann wird der natürlich noch lackiert, der Bahnsteig. So, das wird noch gemacht. So, und jetzt bin ich dann weiter hier hinten lang und bin dann hier so rum und habe da, wo der abnehmbare Berg ist, bis hier vorne hin geschottert. So. Ihr seht ja jetzt das fertige Ergebnis. Es ist jetzt geschottert, es ist jetzt durchgetrocknet. Und wenn man genau hinschaut, dann hat man hier auf diesem Mantel, ich fahre mal ein bisschen näher dran, vielleicht sieht man das da, bestes Beispiel. Oh, Entschuldigung. So, dann hat man jetzt da auf den Gleisen oder auf diesen Schwellern überschüssige Schotter oder hier an den Seiten, auch sehr gut zu sehen. Ja, hat man hier so noch den Schotter. Was nehme ich dazu? Ich nehme genau diese Bürste,
Das ist Drahtbürste, aber weich mit Messing, Draht, hätte ich jetzt mal gesagt. Und da bürste ich einfach die Schienen nochmal ab. Ich zeige euch das jetzt mal. So, Moment, jetzt hänge ich das hier mal so dran und dann geht das los. Wo sind wir? Hier. Da bürste ich einfach nur mal so wieder drüber. Ja. Um das dann mal so zu zeigen. Ein bisschen was mehr, ein bisschen was weniger. Der Vorteil dabei ist auch, das nimmt den Glanz nochmal von den Schienen, von den Schwellern, Entschuldigung. So. Dann halte ich die Bürste auch schon mal ein bisschen schräg, wie ihr hier seht, um halt einfach genau die Seiten wieder sauber zu kriegen. Ihr seht jetzt also nur ein bisschen den Unterschied. Hoppala, ein bisschen näher dran. Linke Seite sauber. Also die Seite hier, ja. Sieht auf der Kamera schön noch ein bisschen, ja, weil ich nicht von oben filme. Aber ich ziehe euch mal so hoch. So. Ihr seht, die linke Seite ist so ein bisschen verkratzt und die rechte Seite ist halt eben noch nicht sauber gemacht. Das glänzt noch alles so. Und das finde ich, sieht halt einfach nicht schick aus. So gefällt mir das wesentlich besser. So. Ja, und zu guter Letzt natürlich absaugen. Das ist ganz klar. Und noch ein kleiner Tipp. Natürlich nicht wie Ferkel Willem da rangehen. Das muss natürlich also ein bisschen mit Bedacht gemacht werden. Ja, und hier und da, wie gesagt, immer. So, und so sieht das dann jetzt von oben aus. Ja, da, aufmerksame Auge hat gemerkt, dass ich da doch nochmal eine Schwelle vergessen habe. Aber ansonsten finde ich, ist das gut gelungen. Sieht super klasse aus und die braunen Stellen in der Mitte. Da kann man noch mal ein paar Grasbüschel hinmachen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, gefällt mir gut. Auch hier die Kurve, da ist ja der Hügel drauf, links und rechts habe ich ja dann geschottert bis zu dieser Weiche dahin. Ja, und das ist jetzt schon mal ein Ergebnis. So finde ich zumindest. Bahnsteige sind auch nachgestrichen, dass die in dem gleichen Grau sind wie die hier. Da fehlt jetzt aber noch der rote Strich, der weiße Strich, der rote Strich, auch geil. Aber das kennen wir ja. Wie gesagt, der Bahnhof bleibt ja da stehen. Dieses Doppelgebäude, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich damit mache. Aber da fällt mir mit Sicherheit auch noch was zu ein. Vielleicht stelle ich das hier oben hin mit einem begehbaren Weg hier, was weiß ich, von da nach da runter, eine Treppe. Das hat mir bei Michael sehr gut gefallen, wie der von der einen Ebene zur anderen ist mit so einer Treppe über den Bahnsteig da so drüber, über die Bahn. Das gefällt mir ganz gut. Und da, gucken wir dann mal. So, das ist jetzt im Moment Stand der Dinge. Und was ich jetzt erwarte, hoffe ich, also mich hat es vom Hocker gehauen. Das sind für den und für den die Bahnhofsbedachungen und die Bahnhofsdächer, kann man nicht anders sagen. Das wird nochmal ein absolutes Highlight, glaube ich. Ja, Freunde von CB Likes Trains, das ist jetzt der vorerst letzte Teil, also der dritte Teil von Bau der Bahnsteige und Schottern und das Ganze drumherum. Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt kommt das Dach als nächstes, die Bedachung von den 3 Bahnsteigen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil die werden gerade eingeflogen tatsächlich und sind in der Produktion. Gerade ist der Malermeister dran und da möchte ich mich schon mal im Voraus so herzlich bedanken. Aber da werde ich im nächsten Video ein bisschen was mehr darüber erzählen. Hier soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ja, was bleibt mir noch übrig als zu sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch wieder mit dabei wart dieses Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder noch besser wäre das Abo. Und wenn ihr erinnert werden wollt, wenn der Sibi wieder was Neues macht, dann einfach nur die Bimmelimmelim anmachen und dann kriegt ihr das auch mit. Ja, ansonsten sage ich nur vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi.